Es ist die Zeit für frische Frühlingssträuße, doch Achtung, nicht alle Blumen können sich eine Vase teilen. Ein Freund von mir hat sich einen bunten Strauß aus Tulpen und Narzissen gemischt und innerhalb von kurzer Zeit waren alle Tulpen tot und die Narzissen waren noch ganz frisch und er hat mich gefragt, was ist da los? Sind Narzissen Tulpenkiller? Darum geht es heute. Hallo und willkommen im Molekularen Garten. Heute geht es um die Frage, ob Narzissen wirklich tödlich sind für Tulpen und wenn ja, warum? Um der Frage nachzugehen, habe ich einen kleinen Versuch aufgebaut. Ich habe 3 verschiedene Vasen vorbereitet. In der ersten ist ein Gemisch aus Tulpen und Narzissen. Die Narzissen sind noch ein bisschen versteckt, die sind noch nicht aufgegangen. Im zweiten Glas sind nur Narzissen und im dritten Glas sind nur Tulpen. Und die wachsen wie Tulpen so üblich bei mir ein bisschen crazy, aber sie sind noch frisch. Ich werde die 3 Gläser die nächste Zeit jetzt mal beobachten, um zu schauen, ob Osterglocken einen negativen Effekt auf Tulpen haben oder nicht. So, inzwischen ist ein Tag vergangen, es ist der nächste Tag und wir können mal schauen, was mit den Tulpen und den Osterglocken passiert ist. Aufmerksame Zuschauer haben vielleicht schon bemerkt, dass die Tulpen im Osterglockenglas etwas hängen. Und wie steht es mit unseren Kontrolltulpen? Die sind ein bisschen mehr aufgegangen im Vergleich zu gestern, aber die schauen noch recht fit aus. Die Osterglockenkontrollgruppe sieht auch sehr fit aus und ist seit gestern mehr aufgeblüht. Und dann als letztes die gemischte Gruppe. Den Osterglocken geht es gut, den Tulpen eher so gar nicht. Die hängen richtig schlapp runter. Die Stängel haben überhaupt keine Kraft mehr, die Blätter sind ganz labberig. 4 von 5 Tulpen hängen richtig runter. Diese eine hier hat noch ein bisschen Kraft in ihrem Stängel. Also scheint wirklich was dran zu sein, dass Osterglocken und Tulpen sich nicht sehr gut vertragen. Ich stelle diese hier nochmal zurück auf die Fensterbank und beobachte, wie sie sich weiterentwickeln. Inzwischen ist es Tag 4 von meinem Versuch mit den Tulpen und den Osterglocken und Zeit, dass wir uns die Ergebnisse anschauen. Als erstes das Glas mit den Tulpen. Die sind inzwischen aufgeblüht, aber schauen noch recht frisch aus. Die Blätter sind grün und haben auch noch Kraft. Dann die Osterglocken sind auch alle schön aufgeblüht und denen geht's gut. Und jetzt das spannende dritte Glas mit dem Gemisch aus Osterglocken und Tulpen. Da geht es den Osterglocken richtig gut, aber die Tulpen schauen überhaupt nicht gut aus. Wie am ersten Tag hängen sie mal noch runter und jetzt sind auch noch die Blätter völlig vertrocknet und tot. Die Osterglocken haben also doch tatsächlich die Tulpen in der Vase umgebracht. Aber wie haben die Osterglocken das gemacht? Hierfür gibt es 2 mögliche Erklärungen. Wenn man den Stängel der Osterglocke anschneidet, dann sondert der Schleim ab und dieser Schleim besteht zum großen Teil aus Zuckern. Diese Zucker bieten den Bakterien im Blumenwasser jede Menge Nährstoffe und diese Bakterien und der Schleim können das Leitungsgewebe der anderen Blumen verstopfen. Also das Leitungsgewebe ist das, womit die Pflanzen Wasser nach oben saugen. Und wenn das verstopft ist, können sie kein neues Wasser aufnehmen und vertrocknen. Ein zweiter Grund für diesen Tulpentod ist ein giftiger Stoff in diesem Schleim. Und zwar handelt es sich um das Alkaloid Naciclasin. Naciclasin ist ein Stoff, der auch interessant ist für die Krebsforschung, denn er verhindert die Zellteilung und kann so Krebszellen und Tumore töten. Und vielleicht ist das Naciclasin auch, was die Tulpen tötet. Das war's für heute. Die Konklusion von meinem Versuch ist übrigens, Tulpen und Osterglocken nicht zusammen in eine Vase stellen, wenn man gerne lange was von seinen Tulpen haben möchte. Osterglocken gehören übrigens zu den Amaryllis-Gewächsen, genauso wie das Schneeglöckchen, über die es neulich mal ein Video gab. Und wer gerne etwas mehr über Schleim lernen möchte, der kann mein Video über Schleim nachschauen, wo die komplexen Zucker auch noch mal besser erklärt sind. Tschüss!